Hallo. Danke, dass du so schnell Zeit hattest. Danke für deinen Anruf. Wir haben uns lange nicht gesehen. Du weißt warum. Es ist Zeit, dass wir darüber reden. Ich wüsste nicht, worüber wir noch sprechen sollten. Du hast das Lebenswerk von Martin zerstört. Du selbst hast die Existenz von All Media aufs Spiel gesetzt, und zwar durch deine Unvernunft. Nur durch den Verkauf konnte ich Martins Firma retten. Du wirst dich nie ändern. Für dich kommt immer das Geschäft weit vor den Menschen. Wolltest du mir das sagen, ja? Hast du mich deshalb angerufen? Nein. Sondern? Wahrscheinlich hast du nicht mal mitgekriegt, dass deine eigene Schwester einen schweren Unfall hatte. Siehst du? Nein, davon wusste ich tatsächlich nichts. Und wie geht's ihr? Hannah benötigt eine Spenderniere. Wenn du einmal in deinem Leben was Gutes tun willst, dann lass dich testen, ob du als Spenderin in Frage kommst, ja? Neben den Tests auf Verträglichkeit gibt es noch weitere Ausschlusskriterien. Sollte einer von euch Nierensteine, Diabetes oder Bluthochdruck haben, dann fällt er als potenzieller Spender sowieso aus. Sobald Lars fertig ist, bist du an der Reihe. Ja, das tut mir leid. Ich falle als Spender aus. Ich habe Bluthochdruck schon seit Jahren. Das wusste ich ja gar nicht. Tja, Kann man nichts machen. Ich sag drin Bescheid. Hi. Hi. Hat man euch schon getestet? ich falle als Spender aus. Leider. Wäre eine ziemliche Ironie des Schicksals. Du als selbstloser Lebensretter. Felix, der will Hannah genauso helfen wie du. Hier ist weder Ort noch Zeit, um ihre Verleugnungskampagne fortzusetzen. Weiß Ihre Mutter eigentlich von dem Test? Ja. Aber mit deren Unterstützung kann Hannah sicher nicht rechnen. Hallo? Silvia. Ja, mit mir hast du wohl nicht gerechnet. Ach, hier. Ja, das stimmt. Wie geht's dir? Ich habe vorhin erst von deinem Unfall erfahren. Ach, und dann schaust du direkt vorbei? Womit habe ich das denn verdient? Wir sind trotz allem Schwestern. Das habe ich mir aber nicht ausgesucht. Ach, Hannah, es stimmt schon. Wir haben uns in den letzten Jahren beide nicht viel geschenkt, aber du darfst mir glauben, es tut mir sehr leid, was dir passiert ist. Und wenn du Hilfe brauchst, Spar dir dein Mitgefühl. Dir war es immer scheißegal, wie es mir geht. hast du vielleicht eine Vase? Die Blumen können nun wirklich nichts dafür. Du gehst jetzt besser. Du hast meinem Leben schon genug kaputt gemacht. Jetzt mach bitte einen Punkt. Wie oft habe ich dir vorgeschlagen, unseren Streit friedlich zu lösen? Ach, und was war mit meiner Entführung, bei der David und ich fast draufgegangen wären? Ich darf dich daran erinnern, dass ich dank deiner Aussage, deiner Falschaussage, wochenlang im Gefängnis saß. Und zwar unschuldig. Auf eines ist ja wenigstens Verlass bei dir. Dein wahres Gesicht, das kannst du nie lange verbergen. Auch wenn du es mir nicht glaubst. Dein Unfall tut mir ehrlich leid. Das habe ich jetzt verstanden. So. Und jetzt raus. Ich wünsche dir trotzdem gute Besserung. Du scheinst sie sehr nötig zu haben. Was machst du denn hier? Hannah einen Krankenbesuch abstatten. Der ist allerdings kürzer geraten als geplant. Silvia, hast du einen Augenblick? Es kommt drauf an. Die Tests sind alle negativ ausgefallen. Niemand von uns kommt als Nierenspender in Frage. Es gibt nur noch eine Hoffnung. Du bist Hannahs nächste Verwandte. Die Chancen stehen relativ gut. Wärst du zu einem Test bereit? Ich fürchte, das macht nicht viel Sinn. Du lehnst also ab. Frag doch Hannah, ob sie eine Niere von mir überhaupt annehmen würde. Bitte, Hannah, überleg's dir. Du brauchst es nur zu sagen. Ich unterziehe mich noch heute dem Test. Nicht nötig. Ich will deine Niere nicht. Deine Entscheidung. Ich will nichts von dir, hörst du? Silvia, warte. Hannah ist es noch nie leicht gefallen, dich um etwas zu bitten.
Ja, und ich werde auch gar nicht erst damit anfangen. Hannah, das ist vielleicht die einzige Chance auf ein Leben ohne Dialyse. Ja, und es bleibt dabei. Ich will keine Niere von Sylvia Jones. Niemals. Am wahrscheinlichsten ist die Verträglichkeit immer noch bei Blutsverwandten. Also bei ihrer Schwester. Eben. Dass meine Mutter sich für Hannah testen lässt, das können wir vergessen. Also mach's gut, ja? Ciao. Nein, den Termin habe ich nicht vergessen. Ich bin auf dem Weg. Typisch. Alle anderen sind auf dem Weg ins Krankenhaus. Hannah lehnt meine Hilfe kategorisch ab. Ich kann sie nicht zwingen. Hast du sie umgestimmt? Nein. Könnte ja sein, dass sie einer Transplantation zustimmt. Natürlich habe ich auf sie eingeredet, aber sie will nicht. Und ich will ihr nichts aufdrängen, was sie partout ablehnt. Du bist so ätzend. Weil ich bereit gewesen wäre, eine Niere zu opfern? Allein die Vorstellung, dass ein Teil von Sylvia in mir sein könnte, das macht mich krank. Mensch, jetzt übertreib mal nicht. Ich will nicht ein Leben lang in ihrer Schuld stehen, verstehst du? Hannah, bitte. Und du hörst jetzt mal auf, dir Vorwürfe zu machen. Ich will doch nur, dass es dir gut geht. Es geht mir in den Umständen entsprechend gut. Hallo, meine Süße. Wie geht's dir? Ich habe nur Bauchweh. Ja, von den Tabletten. Finden Sie nicht auch, Hannah sollte jede Chance nutzen, um eine Spenderniere zu bekommen? Ja, natürlich. Aber wieso? Gibt es eine Möglichkeit? Er will unbedingt, dass Sylvia sich testen lässt. Als direkte Blutsverwandte ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß. Vielleicht gelingt es Ihnen, sie umzustimmen. Also ehrlich gesagt verstehe ich auch nicht, wieso du dich so dagegen sperrst. Sie hätte dann auf jeden Fall was gegen mich in der Hand. Nur weil sie dir eine Niere spendet? Ja, sie würde mich ständig an ihr großes Opfer erinnern. Und wenn schon. Vielleicht kommt ja doch Florian als Spender in Betracht. Dann ist diese ganze Diskussion um Sylvia eh umsonst. Ich will aber nicht, dass ihr euer Wiedersehen im Krankenhaus feiern müsst. Ach Quatsch, das ist doch kein Umweg vom Flughafen aus. Und der Wein wird so lange nicht schlecht. Danke für alles. Danke. Als es mir dreckig ging, warst du ja auch da. So, jetzt ist aber genug, sonst fange ich gleich an zu heulen. Fertig. Also ihr könnt wirklich gerne hier bleiben. Und wo soll Caroline schlafen, wenn Florian da ist? Euer Wiedersehen wird bestimmt nicht jugendfrei. Mein Kind hat einen sehr festen Schlaf. Und uns reicht das kleine Zimmer gegenüber, nicht wahr? Wir sind nämlich auch gerne ungestört. Lars, wie lange muss man eigentlich auf so eine Spenderniere warten? 7 Jahre im Durchschnitt. Scheiße. Sylvia will sich noch nicht mal testen lassen. Dabei geht es erstmal nur darum, ob sie als Spenderin in Frage kommt. Silvia sagt, sie muss nicht, wenn Hannah nicht will. Hannah ist krank. Und außerdem ist es Sylvias gottverdammte Pflicht, ihrer Schwester zu helfen. Es macht doch keinen Sinn, wenn du dich so aufregst. Wenn ihre Niere genauso hart ist wie ihr Herz, kann man damit sowieso nichts anfangen. Na toll. Sie hat ja schon so einige krasse Dinge abgezogen. Aber das geht echt zu weit. Willst du noch mal zu ihr gehen? Bisher hast du immer den Kürzeren gezogen. Diesmal nicht. Ich sag's dir nochmal, wir können jederzeit in Ruhe alles besprechen. Wozu? Du willst ihr nicht helfen, das ist alles. Alles klar. Probleme in der Familie? Ja. Wegen Hannah. Mit ihrer Niere gibt es Schwierigkeiten. Sie braucht ein Spenderorgan. Und Sie könnten spenden. Hannah hat mich zum Teufel gejagt und jede Hilfe abgelehnt. Warum ist Ihr Sohn dann so empört? Weil er der Meinung ist, ich sollte mich auch gegen Hannahs Willen testen lassen. Aber wenn der Test positiv ausfällt. Ich bin nicht das Ersatzteillager meiner launischen Schwester.
Und ich werde auf keinen Fall meine Niere auf dem Altar irgendeiner Schwesternliebe opfern, nur damit Hannah mich am Ende geläutert und milde lächelnd in die Arme schließt. Also warum erklären Sie Felix nicht Ihre Sicht der Dinge? Ach, entschuldigen Sie. Weil er mich nicht verstehen würde. Felix hält mich für kaltherzig und egoistisch. Punkt. Und wenn Sie bei Ihrer Meinung bleiben? Dann habe ich ihn verloren. Und diesmal für immer. Felix, Besuch für dich. Felix, hast du 2 Minuten? Was gibt's noch? Du denkst, ich verweigere den Test, weil ich Hannah nicht helfen will. Das haben wir geklärt. Sie will es nicht. Sie will sich von mir nicht helfen lassen. Sie hat es abgelehnt. Ich weiß. Deswegen hat Lars dich doch gebeten, den Test heimlich zu machen. Felix, sie will es nicht. Du weißt, wie sehr sie mich hasst. Ich kann es doch auch nicht ändern. Nein, natürlich nicht. Warum auch? Familie hat ja noch nie was bedeutet. Das stimmt nicht. Du weißt, wie viel mir an dir liegt. Dann beweis es. Gut. Ich werde mich testen lassen. Im Ernst? Silvia. Danke. Wahrscheinlich schlafen Sie noch. Guten Morgen. Hallo, na ihr beiden. Du siehst aus, als hättest du einen schönen Abend gestern gehabt. Ja, hatte ich auch. Ach so, ja. Ich habe ja ganz vergessen, dass Florian manchmal etwas tollpatschig ist. Nein, das ist... Das Isabel, mir ist der Duschkopf abgerissen. Könntest du mir vielleicht... Carla, Hannah, hallo. Ist ja erstmal bloß der Test. Ja, aber die Wahrscheinlichkeit bei Geschwistern ist sehr groß, dass das Ergebnis passt. Hier, Post. Sieht ziemlich offiziell aus. Der Rest für mich. Von der Uni. Dürfte der neue Anhörungstermin sein. Wurde ja auch Zeit nach Vanessas Widerruf. Wirst du dann eigentlich wieder rehabilitiert? Sieht ganz so aus. Gratuliere. Sag mal, hat Jana angerufen? Nee. Nico vielleicht? Hast du schon mal den AB abgehört? Ja, da war nichts drauf. Ich hoffe nur, dass Hannah nicht auf Stur schaltet, wenn der Test positiv ausfallen sollte. Das wird sie nicht. Ihr ist auch klar, dass sie nur so wieder ein normales Leben führen kann. Sie muss eben über ihren Schatten springen. Ja. Wenn ihr das genauso schwerfällt wie Silvia, dann... Ich meine, in dieser Hinsicht sind sie sich doch ziemlich ähnlich, oder? Stimmt. Aber die Sache ist was anderes. Wenn Silvias Werte passen, wird sie nachgeben. Da bin ich mir ganz sicher. Hör schon auf. Bloß weil ich... Weil du leicht bekleidet aus dem Badezimmer einer jungen Frau kommst, darf man doch wohl mal fragen, oder? Ich wollte mit dem Taxi nach Hause fahren. Isabel hat mich gebeten, auf dem Sofa zu übernachten. Genau das habe ich auch gemacht und sonst gar nichts. Ja, und du? Wo hast du die Nacht verbracht? Ich meine natürlich so ganz offiziell. Für Vater war ich in Frankfurt auf der Messe und habe dort übernachtet. Aber du weißt ja. Großes Indianer-Ehrenwort. Aber nur, wenn du endlich mit deinen Anspielungen aufhörst. Du weißt, dass Isabel verheiratet ist. Ja, und ich hätte ihren Mann Florian gerne kennengelernt. Nur konnte er leider gestern nicht kommen. Und dann musstest du sie natürlich trösten, klar. Richtig. Isabel war traurig. Und was ist schon dabei, sie ein bisschen aufzumuntern? Ich
muss jetzt ins Krankenhaus, sonst kommen wir am Ende noch zu spät. Ja. Musst du nicht auch ins Büro? Sag mal, das Fass alt kostet dir 2 Euro mehr. Weißt du was davon? Keine Ahnung. Aber ich kann dir mal nachhaken. Nee, brauchst du nicht. Das mache ich, wenn ich dann unten bin. Soll ich dir irgendwas zu essen mitbringen? Ich bin nachher mit Carla in der Stadt verabredet. Wir gehen was essen. Dialyse fällt heute aus. Gut, ne? Du bist so tapfer. Wenn ich irgendwas für dich tun kann, dann sagst du es mir aber, ja? Sag mal, hat sich Florian noch mal gemeldet, nachdem er gestern nicht konnte? Ja, da wird er sicherlich keine Zeit für gehabt haben. Aber er fehlt dir doch. Wir müssen da noch mal durch. Und es wird immer wieder passieren, dass er absagen muss, weil er arbeiten muss. Ist ja nicht seine Schuld. Ja, aber du hast dich doch auf den Abend gefreut. Ja. Aber er war trotzdem ganz schön mit Leonhard. Ist echt ein cooler Typ. Frau Jones. Entschuldigen Sie. Guten Tag. Guten Tag. Unser Labor ist momentan etwas überlastet. Ich habe die Ergebnisse gerade erst bekommen. Ach, Sie konnten noch gar nicht reinsehen. Nein. Sie machen es ja wirklich spannend. Blutwerte, Gewebeprobe. Sieht alles sehr gut aus. Keine Einwände. Heißt das, ich komme in Frage? Ganz sicher. Natürlich gibt es keine 100%ige Übereinstimmung. Die gibt es aber noch nicht mal bei eineiigen Zwillingen. Die Werte passen ausgezeichnet. Und sonstige Risiken? Es spricht nichts gegen eine baldige Transplantation. Hier muss ich das jetzt entscheiden? Nein, natürlich nicht. Sie können auch erst noch mal eine Nacht drüber schlafen. Ja, das würde ich sehr gern. Immerhin ist das kein kleiner Eingriff. Hier sind schon mal die Einverständniserklärung und eine Kopie der Laborwerte. Danke. Erlauben Sie mir noch ein persönliches Wort? Ja, bitte? Frau Nova kann sich glücklich schätzen, Sie zur Schwester zu haben. Ja. Ich weiß, was für ein Opfer zu bringen Sie sich entschieden haben. Und Sie haben meine absolute Hochachtung. Hallo. Tut mir leid, dass du so lange warten musstest. Aber es hat sich gelohnt. Ja? Hast du einen dicken Fisch an Land gezogen? Ich habe alle Termine gestrichen, delegiert, verschoben. Und der Rest des Tages gehört uns. Echt? Und was machen wir? Ach, ich dachte erst mal an ein paar Leckereien im Schneiders. Und auf dem Weg dorthin legen wir einen kleinen Zwischenstopp in dem neuen witzigen Schuhgeschäft ein. Und wo ist dieses Schuhgeschäft? Guten Tag. Hallo. Hanna, wie geht's dir heute? Carla, das mit dem Schuhgeschäft ist wirklich eine sehr gute Idee. Komm. Genau so machen wir's. Ja, ich Ihnen auch. Auf Wiederhören. Felix. Hast du das Ergebnis? Ja, und? Wie sieht's aus? Kommst du als Spenderin in Frage?